Hallo EMTB News, willkommen auf unserem YouTube-Channel und bei einem neuen Video. Und zwar geht es heute um einen riesengroßen Vergleichstest von Leit-EMTBs, den wir gemacht haben. Mitch, welche Räder hatten wir denn dabei? Also starten wir mal mit dem Centurion No Pogo SL. Das hatten wir dabei. Wir hatten noch dabei Focus Gem Square SL. Wir hatten Orbea Rise LT. Santa Cruz Heckler SL. Scott Voltage E-Ride 900 Tuned. Und das Specialized Levo SL. Ihr merkt schon, das Testfeld ist super interessant, super eng beieinander. Es sind alles in Summe All-Mountainbikes. Federweg an der Front zwischen 150 und 160 mm, am Heck zwischen 145 und 155 mm. Gewicht, das leichteste Rad im Test war das 18 Kilo, das Specialized. Das Specialized Levo SL, das schwerste im Test. Steht hinter uns, ist das Orbea Rise mit 19,6 Kilo. Das günstigste Rad im Test ist das Focus Gem Square SL mit 8.999 Euro. Exakt. Und das teuerste ist das Scott Voltage E-Ride mit knapp 11.000 Euro. Genau. Motoren im Test, jedes Rad ist ja irgendwie ein bisschen verschieden. Wir hatten auf jeden Fall dabei einen Bosch Performance SX, wir hatten einen Fazua Ride 60, wir hatten TQ HPR 50, wir hatten einen Specialized SL 1.2 und wir hatten einen Shimano EP801 RS Plus. Im Orbea Rise war der drin. Die Überraschung im Test, super positiv aufgefallen sind genau auf jeden Fall mal zwei Bikes. Ja, definitiv. Also das heißt nicht, dass die anderen nicht auch positiv aufgefallen sind, aber bei den beiden war es halt so ein was denn hier passiert? Ja, das war eine Überraschung sozusagen, weil wir hätten nicht damit gerechnet, oder ich jetzt aus meiner Sichtweise. Es war zum einen das Focus, das war wirklich, wirklich gut und keine Ahnung warum, aber irgendwie habe ich es nicht so gut erwartet. Und auch, warum auch immer? Ja, keine Ahnung, man hat ja manchmal so ein Gefühl oder so, keine Ahnung, so der erste Eindruck. Ich bin halt auch noch nie in Focus gefahren, muss man dazu sagen. Das war mein erster Ritt auf einem Focus. Und die andere wirklich positive Überraschung war das Centurion No Pogo SL. Ja, aber da kommen wir, glaube ich, auch später zu. Da kommen wir auf jeden Fall später noch dazu. Ich würde am allerliebsten ganz kurz, ich glaube, das interessiert euch auch alle, kurzen Abriss zu jedem Rad, damit wir wissen, um was es hier geht. Ich würde sagen, wir starten einfach mit dem Centurion No Pogo SL. Jawohl. R8000i. Also, wir haben 150 mm an der Front, 145 mm am Heck beim Centurion No Pogo SL. Wir haben eine Fox 36 Factory Gabel und den Fox Float X Factory Dämpfer. Wir haben ein Mallet Setup, 29 vorne, 27,5 hinten. Wir haben den leistungsstarken Bosch SX am Start, also mit richtig Bums. 400 Wattstunden Akku dazu. Es gibt auch noch einen 250er Range Extender. Gewicht hatte sich eingependelt ohne Pedale bei 18,9 Kilogramm und gekostet hat das Ganze 9.999 Euro. Das nächste Rad, Specialized Levo SL in der Expert-Variante. Hier haben wir 160 mm Federweg an der Front, 150 am Heck, Fox 36 Performance Elite mit Grip 2 Kartusche. Als Dämpfer haben wir einen Fox Float X Performance Elite Dämpfer. Auch hier Mallet Setup. Das Rad kann man auch in 29 Zoll, in Full 29 Zoll fahren. Hier aber in Serie Mallet. Ein SL 1.2 Motor, ein 360 Wattstunden Akku. Es gibt einen 160er Range Extender dazu. Das Rad ist das leichteste im Test. Es wiegt nämlich 18 Kilo in Rahmengröße L. Das ist ziemlich gut. Und es kostet keine 10.000 Euro, sondern es kostet 9.900 Euro. Jawohl. Weiter geht's mit dem Scott Voltage E-Ride 900 Tuned. 160 an der Front, 155 am Heck. Federgabel ist die Fox Float 36 als Grip 2 Factory Version. Hinten arbeitet ein Fox Float X, auch Factory natürlich. Laufradgröße ist in dem Fall 29, vorne wie hinten. Wir haben ein TQ HPR 50 Aggregat verbaut. Wir haben einen 360 Wattstunden Akku. Es gibt auch einen 160er Range Extender dafür. Gewichtsseitig liegen wir bei 19,2 Kilogramm und das Ganze gibt es für 10.999 Euro. Damit ist das Scott Voltage E-Ride das teuerste Rad in dem Vergleichstest. Man muss aber auch sagen, es ist gespickt mit Innovationen und Details, die andere Räder nicht haben. Ich will da nur mal kurz drei Sachen sagen. Es gibt eine
Lenkervorbaueinheit aus Carbon. Es gibt Tracklock-Technology beim Dämpfer. Das heißt, man kann den Federweg begrenzen oder eben verändern, sage ich mal, und damit auch die Charakteristik. Und wir haben natürlich ein Design, was völlig anders und völlig neu ist mit dem versteckten Dämpfer. Und wir haben TireWiz an den Carbonlaufrädern von Synchros. TireWiz ist halt ein Gadget zum Überprüfen des Luftdrucks. Das heißt, man hat eine App, man kann nachschauen, wie viel Luftdruck ist gerade drin in den Reifen. Und den einen oder anderen interessiert das gar nicht und andere finden das halt eine super wichtige Sache. Wollte ich nur gesagt haben, was so ein bisschen auch den Preis erklärt. Wie gesagt, ist das teuerste Rad im Test. Genau, machen wir weiter. Santa Cruz Heckler SL. In der GX-Variante, das bedeutet 160 an der Front, 150 mm am Heck. Das Ganze wird von RockShox gemanagt. Das heißt, wir haben einmal eine Lyric Select Plus und den Super Deluxe Select Plus, also nicht die Ultimate-Version. Das Ganze aufgebaut als Mullet-Bike. Fazua Ride 60 ist das Aggregat, was das Ganze antreibt. 430 Wattstunden Akku, keine Range Extender, weil Fazua. 19,4 Kilo Gesamtgewicht ohne Pedale und das Ganze gibt es für 9.799 €. Stolzer Preis, aber cooles Rad, kommen wir gleich dazu. Das vorletzte Rad in der Runde ist das Focus Jam Square SL 9.9. Hier haben wir einen Federweg von 160-150 mm, Fox 36 Float Performance Elite Gabel, Fox Float X Performance Dämpfer. Wir haben Full 29 Setup, Fazua Ride 60 Motor, 430 Wattstunden Akku, ähnlich wie bei dem Santa Cruz Heckler auch. Keinen Range Extender, den gibt es nämlich von Fazua schlichtweg noch nicht. Hier haben wir ein Gewicht von 19,2 Kilo in Rahmengröße L, meine ich natürlich. Und das Rad kostet 8.999 €. Ja. So, der letzte Kandidat ist das Orbea Rise LT M10 Variante, die aber konfiguriert wurde mit dem Mayo-Konfigurator auf ein paar bisschen schickere, edlere Parts. Sinnvolle Updates. Sinnvolle Updates, definitiv. Wir haben 160 an der Front, 150 mm am Heck. Wir haben eine Fox 36 Factory Grip X vorne arbeiten. Wir haben hinten den Float X Factory Dämpfer. Wir haben Full 29 Aufbau, den Shimano EP801 RS Plus Motor, den ihr auch so nur im Orbea bekommt. Wir haben einen 420 Wattstunden Akku. Es gibt auch einen 210er Range Extender, also ordentlich. Das Ganze pendelt sich ein bei 19,6 Kilogramm, ist damit das schwerste im Test. Der Preis beläuft sich in der Originalspec für das M10-Modell auf 8.500 €. Unser getestetes Bike mit den Upgrades wie XDR-Bremsen und andere Gimmicks 9.464 €. Ganz wichtiges Update, Shimano Di2-Schaltung, Ja. weil das ist wichtig für das Feature Free Shifting, was nur damit funktioniert tatsächlich. Korrekt. Womit wir eigentlich so ein bisschen beim Test wären, hätte ich gesagt, oder? Jo. Ich meine, wir waren im Trail Center Plzeňjek in Tschechien, sind dort gefahren. Da gibt es teilweise einfache gebaute Flow-Trails. Es gibt aber auch steilere Sachen, die anspruchsvoll sind. Es gibt Definitiv. eine krasse Linie über eine gebaute Linie über Steine unterhalb vom Lift lang. Mega krass. Steil, lohmiges Zeug, Off-Camber-Sachen, viele Wurzeln gibt's. Also fordert natürlich so ein Rad ziemlich gut. Und wir sind sie alle dort gefahren mit einer größeren Testcrew. Es war wie immer sehr spaßig und wir hatten bestes Wetter. Ja, und wir haben uns die Frage gestellt, welches ist denn jetzt das beste Light Support EMTB in dem Testfeld? Ja. Also die 6 Kandidaten sind auch unterschiedliche, wie sie gar nicht sein können. Also wir haben alles dabei gehabt, von eher straff, eher effizient, bisschen weniger Federweg bis hin zu super Enduro-mäßig, also dass es sausatt legt und wirklich für die Abfahrt konzipiert ist. Es war eigentlich alles dabei. Und man muss sagen, die einzelnen Bikes haben halt ihre Eigenheiten, konnten aber dann auch wieder damit überzeugen. Also es war jetzt nicht so, dass das Fahrrad, das die besten Ballereigenschaften hatte, ganz vorne steht unbedingt. Es ist einfach wichtig, dass das Gesamtpaket stimmt, ne? Also ob es jetzt die Ausstattung ist, der Preis und eben auch die Eigenschaften am Trail, da kommt ja alles mit ins Boot. Und wenn ich jetzt mal starten würde, zum Beispiel mit einer der Überraschungen im Test, ne? Sehr gerne. Das war nämlich das Centurion für mich, das Nupogo SL. Hatte ich für mich persönlich gar nicht auf dem Schirm.
und hat am Ende doch sehr viel Spaß gemacht und mich auch sehr überzeugt in seinen Fahreigenschaften. Es ist ein etwas strafferer Ride, der Rahmen, die Plattform ist alles ein bisschen, ne? Also der Rahmen ist wahrscheinlich auch relativ steif. Ja. Du hast 145 mm am Heck und 150 vorne, also eigentlich auch den geringsten Federweg in der kompletten Testkategorie. Und trotzdem hast du mega viel Spaß gehabt auf dem Fahrrad. Ja, ging mir genauso. Ich habe mich auch so draufgesetzt, bin losgefahren, habe direkt einen Flowtrail in Angriff genommen und es hat sofort funktioniert. Also ich konnte sehr schnell, sehr aggressiv tatsächlich mit dem Rad fahren und mir persönlich hat es ziemlich gut getaugt. Das war für mich auch eine kleine Überraschung aus dem einfachen Grund, das Rad ist vollkommen neu. Es gab kein Rad davor, was so war von Centurion. Von der Seite her war es auch, also manche Räder sind ja immer so Weiterentwicklungen, wie zum Beispiel beim Orbea Rise ist eine Weiterentwicklung. Aber hier bei dem Rad ist neu und hat mich ziemlich abgeholt tatsächlich. Ist vom Setup her auf der strafferen Seite. Dem genau gegenüber, aus meiner Sicht betrachtet, ist das Scott Voltage E-Ride. So vom, sagen wir mal, vom Fahrwerk, von der Suspension her. Ja, also hier ist es so, dass der Hinterbau vor allem relativ satt ist. Man muss aber leider auch zu sagen, nicht sehr agil. Also er fällt schon oder er läuft schon sehr satt über grobes Geläuf, also Wurzeln, Steine und saugt die förmlich auf. Aber es fehlt so ein bisschen das Leben für mich. Also es war auch für mich kein Fahrrad, wo ich mich draufgesetzt habe und sofort wohlgefühlt habe. Ich brauchte einfach ein paar Abfahrten damit, um irgendwie überhaupt zurechtzukommen. Und das, obwohl es eines der größeren Räder ist. Ist halt ein spezielles Rad und ich glaube, wir sind uns ziemlich einig. Das ist ein Rad, mit dem man sich auf jeden Fall beschäftigen muss. Es ist nicht so intuitiv und sofort, zack, alles klar, sondern es ist eher so, das ist das Setup, was ich bekomme und das muss ich mir jetzt passend machen. Ich hätte wahrscheinlich einfach noch ein bisschen mehr Zeit gebraucht, um mich komplett auf dem Fahrrad irgendwie zu Hause zu fühlen, alles perfekt auf mich einzustellen. Ich meine, die Gimmicks mit der Lenkerfernbedienung, damit ich den Schock, der ja versteckt ist im Rahmen, damit ich den damit bedienen kann, diese Track Clock Technology nennt das Scott, ist schon sehr smart und ziemlich cool. Weil was macht die genau? Also du kannst mit einem Hebel steuerst du die Dropper-Stütze an, also du veränderst deinen Hub an der Dropper. Mit dem nächsten Knopf kannst du sozusagen ein Ramp-Up im Dämpfer locken, das heißt du reduzierst den Federweg auf 100 mm von 155 und hast noch mehr Progression, das heißt einfach ein bisschen straffer, weniger Federweg, ist gerade auf Flowtrails, Jumps und so weiter, macht das Fahrrad deutlich lebendiger, also das ist auf jeden Fall was ich sofort gemerkt habe, das Ding rein, auf diesen Ramp-Up-Mode und dann hat es auch schon mal. Aber du hast natürlich weniger Federweg. Du hast weniger Federweg. Du musst natürlich dann schnell umschalten, wenn es dann wieder von einem vielleicht flowigen Abteil in einen sehr roughen Abteil geht. Dann musst du halt auch fingerfertig genug sein. Und das dauert einfach ein bisschen, diese 3 Knöpfe zu koordinieren mit dem Daumen während der Fahrt. Da braucht man einfach ein bisschen Zeit für. Aber grundsätzlich funktioniert das 1A. Also wenn ich den richtigen Hebel erwische und das grundlegende Konzept dahinter funktioniert. Also es ist halt kein ultra intuitives E-Bike, wie zum Beispiel dem gegenüber das Specialized Levo SL. Genau. Das ist ja für mich immer so ein bisschen draufsetzen, wohlfühlen oder draufsetzen, zu Hause sein, weil ich setze mich auf ein Specialized-Rad drauf und sofort ist es alles da, wo es hingehört. Es fühlt sich schon auf dem ersten Run so an, wie sich ein Specialized-Rad halt anfühlt. Also gut, funktioniert für mich immer sehr, sehr gut und so war es beim Levo SL tatsächlich auch. Was mich so ein bisschen gestört hat, war im direkten Vergleich der Motor, der mir zu wenig Dampf hat gegenüber Fazua Ride 60 oder Shimano EP801 RS oder Bosch SX natürlich. Der Motor hier im Levo SL war so ein bisschen leblos. Bisschen mager, hätte ich gesagt. Ja, genau. Also das ist auch sehr stark aufgefallen. Wir sind ja natürlich Back-to-Back gefahren. Wir haben die verschiedenen Räder nach und nach durchgetestet und auch mal wieder zurückgeswitcht, damit man einfach nochmal den Vergleich hat. Und das ist schon sehr stark aufgefallen, dass der Motor ein ganzes Stück weniger Punch hat und irgendwie auch nicht so richtig agil. Und also mir hat so die Dynamik gefehlt. Ja, beim Antreten irgendwie auf einem Flowtrail, dass dann nochmal irgendwie nochmal die Pedale und das kickt dich ein bisschen vorwärts. Es schiebt halt auch nur mit maximal 320 Watt. Das ist halt nicht viel. Der TQ ist noch ein bisschen weniger, aber
aber es ist ungefähr in dem Bereich. Was natürlich cool war an dem Rad, es ist sehr, sehr leise gewesen. Ja. Also das klappert nichts, der Motor ist leise. Das ist auf jeden Fall, es hat halt dadurch auch einen natürlicheren Charakter. Ich meine, die Unterstützung ist nicht so stark, du hast nicht so diesen Mofa-Modus, sage ich mal. Und es hat natürlich auch Vorteile im technischen Uphill. Du Ja, wirst da nicht überfordert, sage ich mal. Ne? Und du hast halt konstant Power, die du abrufen kannst, die halt nicht so hoch ist, wie bei einem Bosch beispielsweise oder einem Fazur. Aber du kannst sie super gut kontrollieren und das macht auch wirklich Spaß, technisches Climben mit dem Specialized Levo. Dann würde ich Focus Jam Square SL 9.9 ist die nächste Überraschung Ja. im Test gewesen, auf Ja. jeden Fall. War für mich ein sehr, sehr, sehr schnelles Rad, hat mir von Anfang an sehr gut gefallen. Und das, obwohl an dem Rad keine Ladebuchse verbaut ist. Das heißt, der Akku muss tatsächlich immer raus und bei einem Akku mit 430 Wattstunden, da könnt ihr euch sicher sein, nach jeder Fahrt muss der Akku raus zum Aufladen, außer man fährt auf oder Ein Brötchen holen. zum Brötchen holen, genau. Aber wenn ich damit wirklich Trails fahre und eine 30 Kilometer Runde drehe, dann ist der Akku auf jeden Fall so angenockt, dass ich ihn aufladen muss. Genau. Und deswegen muss er hier halt immer raus. Aber das Rad war trotzdem sehr, sehr gut. Für mich persönlich war es halt so, ich konnte sehr aufrecht drin stehen. Die Abmessungen haben super gut funktioniert für mich. Es gibt zwei Flip-Chips, wovon ich den einen ziemlich cool finde. Und zwar ist das der, den man in der Kettenstrebe hat, wo ich die Kettenstrebenlänge verändern kann. Ja. Das heißt, will ich ein super agiles Rad, dann mache ich sie kurz. Und will ich ein bisschen ausbalancierteres Rad und ein bisschen besseren Geradeauslauf und eine höhere Laufruhe, dann mache ich es lang. Wir sind sehr viel im langen Setup gefahren. Würde ich persönlich auch so fahren tatsächlich. Ja, ich meine, das ist natürlich auch geschuldet des Terrains im Pike Park. Der war halt natürlich teilweise auch schon recht anspruchsvoll. Viele natürliche Strecken auch, nicht nur Flow-Trails. Und da macht es auch einfach Sinn, ein bisschen längere Kettenstreben zu haben. Ja. Für mich sowieso, ich bin ein bisschen größer, das heißt, ich bin besser positioniert im Rad. Für mich war das Fahrrad auch eine Überraschung. Ich bin vorher noch kein Focus-Bike gefahren. Ich habe mich sofort wohlgefühlt, ich habe mich draufgesetzt, ich habe sofort gemerkt, okay, das passt. Cockpit war relativ hoch durch den Riser. Das Gefühl im Fahrrad war einfach passend. Das Fahrwerk ist tipptopp gewesen. Die Reifenauswahl war auch gekonnt, weil wir haben Magic Mary vorne in Supersoft, was einfach einen Unterschied macht. Ja? Also gut krippende Reifen ist A und O in so einem Vergleichstest. Rein von der Geometrie ähnlich groß war das Santa Cruz Heckler SL. Hätte ich gesagt, war nicht so eine große Überraschung, einfach aus dem einen Grund, weil wir eigentlich wissen, dass Santa Cruz Bikes immer gut gehen. Der VPP-Hinterbauer funktioniert sehr, sehr, sehr gut. Der Fazua Ride 60 Motor hat ordentlich Dampf. Das Rad an sich ist von der Geometrie, von den Abmessungen, vom Balancing an sich komplett durchdacht, funktioniert eigentlich immer, wenn man ein bisschen Fahrtechnik mitbringt. Und von vornherein. was man auch, das ist ein gutes Beispiel dafür, das Santa Cruz. Das ist ja in der GX-Ausstattung getestet worden, die ja trotzdem schon knapp 10.000 Euro kostet, hat aber trotzdem nicht die RockShox Ultimate-Fahrwerke. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich an dem Fahrrad jetzt beim Fahren überhaupt nicht gestört. Bei dem Rad war es ja wirklich so Ja, komplett dazwischen. Rein vom Fahren betrachtet ist das eines der besten Räder hier in dem Test gewesen. Definitiv. Aber wenn ich dann natürlich aufwiege, was dran ist für den Preis, Absolut. Dann, Absolut. dann fällt es wieder ein bisschen hinten runter. Genau. Womit wir eigentlich mal ganz kurz noch zum Arbea Rise LT kommen sollten, weil das war so der Augenöffner tutto completi. Wir haben hier, wie gesagt, eine Top-Ausstattung. Wir haben die Möglichkeit, Free Shifting zu nutzen mit dem Shimano Di2 Schaltwerk. Das bedeutet, ihr könnt im Rollen schalten, ohne zu pedalieren, was ein cooles Feature ist. Wenn man es mal hat, will man es eigentlich nicht mehr missen. Wir haben einen sehr leicht zu bedienenden Flip-Chip, den man on-Trail hin und her stellen kann. definitiv, ja. Preislich ist das Rad super interessant und wir haben natürlich Maio, wo man nicht nur die Farbe vom Rahmen und den Decals selber gestalten kann, sondern auch die Ausstattung verändern kann bei Bestellung. Genau. Für mich ziemlich gut. Und gefahren ist das Rad Bombe. Tipptopp. Also da kann man wirklich nichts sagen. Also das
würde auch sagen, das abfahrtsorientierteste Rad, so vom Gefühl. Also setzt sich auch drauf, fühlt sich direkt wohl. Die Front war für mich ein Ticken zu tief, habe ich aber nach 2 Abfahrten eigentlich nicht mehr gespürt. Hatte immer viel Druck auf dem Vorderrad, Grip war auch immer da. Und es hat sich gerade auf diesen wurzeligen Steinpassagen einfach mega gut angefühlt, weil es einfach viel Sicherheitsgefühl vermittelt hat, satt lag, aber trotzdem präzise positionierbar war. Und ich meine, das Santa Cruz ist auf einem mehr oder weniger gleichen Niveau gewesen, was die Bergab-Performance angeht. Hier ist natürlich das Gesamtpaket einfach nochmal ein bisschen ausgewogener. Ja, auch die Features sind Preis, besser. Feature. Und vor allen Dingen, wir teilen ja auch die Räder ganz gut verschiedenen Anwendergruppen zu. Das bedeutet, wir teilen da in Anfänger, in Fortgeschritten, in ambitioniert Fortgeschritten und Profis ein und beleuchten dann das Rad so ein bisschen aus unserem Blick und sagen dann eben, es passt für den bis zu dem Einsatzzweck. Und beim Centurion zum Beispiel, um da mal von oben nochmal zu starten, funktioniert das Rad sehr gut bei Fortgeschrittenen bis ambitioniert Fortgeschrittenen. Ein Profi ist ein bisschen beschränkt durch das Rad oder begrenzt, sage ich mal. Und für ein Anfänger hat zu wenig Fahrtechnik, um damit sofort Spaß zu haben. Also ein bisschen Fahrtechnik muss man mitbringen. Anders beim Levo SL von Specialized. Da ist es halt so. Ja, es ist relativ intuitiv und einfach zu fahren. Also Deswegen es holt auch gut für Anfänger? einen Anfänger einfach besser ab, weil es auch einfach nicht allzu viele Skills von dir einfordert, um damit gut zurechtzukommen. Wiederum sieht es auf der anderen Seite des Spektrums so aus, dass ich sagen würde, jemand, der richtig schnell fahren will und halt auch ein sehr hohes Könnerlevel hat, den könnte das Fahrrad vielleicht auch ein bisschen einbremsen. Ich meine, da kommt es auch immer drauf an, was du noch mit dem Fahrrad anstellst, aber so out of the box, wie wir es getestet haben, würde ich sagen, ist es da etwas limitierter gewesen als andere. Ja, ich denke, dem würde wahrscheinlich gut tun ein Full 29 Setup. Exakt. Und vielleicht auch ein Dämpfer, der nochmal einen etwas passenderen Shim kriegt, weil der Hinterbau verhärtet sich etwas beim Bremsen oder bei groben, schnell aufeinanderfolgenden Schlägen. Beim Scott Voltage ist es eigentlich die begrenzteste oder der kleinste Einsatzzweck, hätte ich gesagt, weil es ist eigentlich aus unserer Sicht betrachtet ideal für Fortgeschrittene bis ambitioniert Fortgeschrittene. Das heißt, man muss etwas Fahrkönnen mitbringen, damit das Rad einfach erwacht und Spaß macht. Und ambitioniert Fortgeschrittene, den wird es unterstützen und wird es auch weiterbringen. Aber für einen Profi ist es vielleicht ein bisschen zu leblos und zu plasch, zu quakig vielleicht. Oder es hat auch einfach zu wenig Bums, weil der TQ HPR 50 halt einfach nicht so richtig viel Dampf hat. Ja. Ja, das Santa Cruz Heckler SL, würde ich sagen, kann fortgeschritten bis Profi sehr gut abdenken. Der Anfänger braucht vielleicht ein bisschen mehr was ihn abholt. Also du brauchst schon ein bisschen Fahrkönnen, um das Fahrrad richtig zu positionieren und zu dirigieren. Das hat man bei anderen, auf die kommen wir noch, bei anderen Fahrern nicht ganz so gehabt. Aber in dem Fall ist es so, es funktioniert hervorragend, gerade wenn du weißt, was du tust. Also es ist im Endeffekt eine Waffe am Trail. Auf jeden Und Fall. auch für einen Profi, der weiß, was er tut, das Fahrrad wird dich nicht limitieren, würde ich behaupten. Ne? Auf jeden Fall. Es ist nur, wie gesagt, der Anfänger, es braucht so ein paar Skills, um das Rad zum Leben zu erwecken, tatsächlich. Anders beim Focus Jam Square SL. Genau, das holt eigentlich alle ab. Ja. Anfänger, Fortgeschrittene, ambitioniert Fortgeschrittene, Profis wird bei jedem funktionieren oder jeder auf jeden Fall. Genauso ist es tatsächlich beim Orbea Rise LT. Auch das Rad eignet sich für alle Anwendergruppen jedweden Fahrkönnens tatsächlich. Ja, genau. Wir vergeben ja bei so einem Vergleichstest eigentlich immer Siegel oder eben Badges, wie wir das Ganze nennen. Genau. Und das läuft ungefähr so ab. Wir im Testcamp, wir fahren mehrere Tage die Räder verschieden durch. Jeder fährt jedes Rad mehrfach. Und am Ende sitzen wir am Tisch und diskutieren die Räder so ein bisschen aus. Dann irgendwann sage ich, okay, schreibt mal ihr alle auf einen Zettel oder in euer Handy rein, was für euch der Testsieger und der Kauftipp ist. Und dann nehme ich das, schreibe das in den Rechner rein, drehe den Rechner um und zeige allen, wie es ist. Beim Kauftipp war das eine 100%ige Meinung. Hat jeder gleich gesehen. Den Kauftipp holt, Trommelwirbel, das Focus Jam Square SL 9.9.
Gratulation dahin. Es ist ein richtig starkes Rad. Vor Ja. allen Dingen ist es preis-leistungsmäßig der Killer und fahrtechnisch auch extrem gut. Beim Testsieger ging die Meinung so ein bisschen auseinander. Ja. Es hat jeder sehr, sehr, sehr potent gesehen, aber es gab auch zum Beispiel ein anderes Rad, was auch den Testsieg hätte holen können. Das war nämlich das Santa Cruz Heckler SL. Das hat den Testsieg aus besagtem Grund nicht geholt. Zum einen, es ist für Anfänger nicht zwingend geeignet, zum anderen gibt es keinen Range Extender. Es fehlen so ein paar Features, die es Ja. zum richtig Testsieger machen und Ausstattungstechnisch vor allem, ausstattungstechnisch vor allem, ganz genau. Und den Testsieg holt, einfach aus den Gründen, es funktioniert für alle. Man kann Shimano Free Shifting nutzen, es gibt einen Range Extender, es gibt die Technologie, man hat sogar die Möglichkeit Full Power zu fahren mit 85 Newtonmeter maximales Drehmoment. Ihr ahnt es schon, den Testsieg holt das Orbea Rise LT. Applaus. Applaus, Applaus, Applaus. Absolut verdient. Absolut verdient. Also das war, wie gesagt, wir haben drüber geredet und es gab ein paar Stimmen, die das ein bisschen anders, aber es war eigentlich für viele so ein Mitfavorit letztendlich. Das Gesamtpaket stimmt auf jeden Fall beim Orbea. Es gab 2 Tester, die halt das Santa Cruz vorne gesehen haben, aber das aus der Sicht der Performance am Berg. Aber da haben sich beide auf jeden Fall auch nicht viel gegeben. Also ich bin einer derjenigen als Beispiel, aber das war sehr nah beieinander. Aber eben das Gesamtpaket, Ausstattung, Preis, vielleicht auch Innovativität, Innovation. Genau, da liegt das Orbea als Gesamtpaket einfach weiter vorne und deswegen komplett verdient Orbea Rise LT als Testsieger. Wir werden euch auf jeden Fall alle Einzeltests hier im Artikel, also hier verlinken, damit ihr die alle anklicken könnt und die ganzen Details von den Rädern, ganz viele Fotos, ganz viele Infos, die eigentlichen Tests zu jedem Rad, das posten wir hier noch rein. Wenn ihr Fragen zu den Rädern habt oder vielleicht sogar eins dieser Räder schon besitzt oder besessen habt oder mal Probe fahren konntet, dann schreibt uns mal eure Erfahrungen damit hier rein, damit wir das auch mal wissen, wie ihr die Räder findet. Ihr könnt auch gerne mal schreiben, welche Räder euch in dem Vergleichstest fehlen, weil auch das interessiert uns tatsächlich. Ansonsten wie immer, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, weil nur so gibt es die neuesten News für euch und bleibt elektrisch. Ciao!